Also, ich habe mein Mindset gerade ein bisschen geändert, habe eine Pause eingelegt in einem völlig überfüllten Restaurant. Da habe ich 2 ältere deutsche Damen mitbekommen. Ich habe mich zu denen an den Tisch gesetzt. Die haben gestern angefangen. Die waren voller Fragen. Die meinten, ich sehe so aus, wie wenn ich das schon ein bisschen mache. Meine ich, ja, seit einem Monat jetzt. Da meinten sie hätten Angst um ihre Rucksäcke, weil sie gesehen haben, dass die in den Herbergen vorne stehen. Da meinte ich, nein, müssen Sie keine Angst haben. Die Rucksäcke, die kommen ans Bett, und die Rucksäcke, die vorne stehen, das sind die Rucksäcke, die abgeholt werden von Taxigesellschaften. Da kommt dann so ein Van vorbeigefahren und der transportiert die dann zur nächsten Etappe. Das kann man auch machen, das machen hier viele. Das verstehe ich bei den Leuten, die Beschwerden haben. Also die entweder verletzt sind oder halt körperliche Beschwerden haben. Ansonsten, ja, muss jeder einfach selber für sich entscheiden, wie er das macht. Ich habe beschlossen, mir natürlich den Camino jetzt nicht selber zu versauen oder mir versauen zu lassen. Ehrlicherweise sind hier und da auch ganz nette Mädels dabei, wobei ich natürlich vor denen mehr Respekt habe, die das Doppelte von mir gegangen sind. Aber es ist eigentlich insofern lustig, weil ja, für viele Leute ist das heute aufregend, weil das ihre erste Herberge ist, in der sie einchecken. Das war für mich auch aufregend. Vor einem Monat. Da wusste ich auch nicht genau, wie das läuft und was da so passiert. Wie werde ich den ersten Tag vor 4 Wochen jetzt irgendwie mit anderen noch mal irgendwie miterlebe, aber halt in großer Anzahl. Es ist kein Land in Sicht. Ich habe jetzt auch tatsächlich zum Glück noch einen Platz in einer Herberge gefunden. Es gibt eine extrem große in dem Ort, den ich anpeile, und kleinere. So mit kleineren meine ich so 40, 50 Betten. Da habe ich zum Glück einen gefunden. Es gibt eine Herberge mit 135 Kapazität. Da wollte ich jetzt nicht unbedingt hin, weil wenn die Leute alle neu sind, dann wissen sie nicht, was sie machen. Und das wird dann sowohl in der Dusche als auch in den WCs als auch beim Anstehen too much. Es war gut, dass es heiß war. Das hat mich dann wenigstens das letzte bisschen Verstand gekostet. An schönen Sachen kommen wir auch vorbei, hier und da. Doch ich bin mal gespannt. Es werden jetzt immer mehr Dörfer. Die Etappen an sich kann man theoretisch so kurz halten wie, also völlig absurd, 3 Kilometer, 5 Kilometer. Das heißt, es gibt gar nicht mehr, ich habe geguckt, es gibt keine Etappen mehr, wo man jetzt über 10 Kilometer gehen müsste. Hier könnte man, die letzten 100 Kilometer könnte man hier durchziehen. Die kann jeder durchziehen. Also wenn man es irgendwie schafft, 3 Kilometer weit zu kommen, dann kann man auch schon wieder Pause machen. Also easy. Ja, ein antiker Sessel. Geil, da war gerade die Kamera nicht an. Mir ist der Eichler auf den Kopf gefallen. Ob das ein gutes Zeichen ist? Ja, bestimmt. Das bringt Glück. Und ich freue mich an sich, weil die Etappe heute recht easy ist. Ich mir dann mein Bett schnappen werde. Und Leute, es tut mir leid, es verkünden zu müssen. Hier, auch schön. Nein, und dann werde ich gucken mal wieder nach meinem Schwimmbad oder nach meinem Fluss. Und dann, ganz ehrlich, sehe ich es kommen, dass sich der Ben eine richtig schöne Tüte dreht. Und wie soll man sagen, da haben wir ja schon gesehen, werde ich sehr albern und sich dann sehr albern sowohl den Ort anguckt, als auch das alles hier. Und dadurch, dass THC nicht zu den Substanzen gehört, wie soll man sagen, mit denen ich ein Problem in meinem Leben entwickle, weil hätte ich mit THC ein Problem, dann würde ich schon früh morgens anfangen. Das tue ich nicht. Insofern ist das eine Substanz, die ich nehmen kann.
Jetzt ganz im Gegensatz zu Alkohol oder Kokain. Das funktioniert nicht. Ja, so viel dazu. Wobei, man muss aufpassen mit dem Alter. Aber es ist so viel Auswahl an Peregrinos gab es noch nie. Das sind die 100 Grad. Bueno. 100 Grad so, das heißt jetzt, der nächste ist schon keine 100 mehr, wobei es an sich eh keine Rolle spielt. Das ist für die vielleicht, keine Ahnung. Ich fand 400 spannend, weil das war die Hälfte. Aber also, was haben wir jetzt auf dem? Da steht wieder 100 drauf. Nee, da steht diesmal tatsächlich was mit 99 drauf. Sie haben es richtig gemacht. So, jetzt 99 Kilometer. Wenn ich jetzt gerade, also 99 Kilometer ist eigentlich einfach 3 mal 33 Kilometer Ende. Was dagegen spricht, ist, dass ich dann einfach zu spät in Santiago ankomme und dann wahrscheinlich in einer Schlange von 400 Leuten stehe. Apropos Schlangen. Das ist so ein krasses Kontrastprogramm. Obwohl, vielleicht haben die da ungesunde Energy-Getränke. Keine ungesunden Getränke gehabt. Das ist eine Frechheit. Nee. Also wie man merkt, das ist hier... Also gut, ne? Man merke ja, wie gesagt, das linke Bein hat einen Schaden abbekommen. Habe auch mit meinem Arzt telefoniert. Der meinte Folgendes nach gestern. Weil ich hatte davor schon manchmal Probleme. Gestern habe ich ja beschrieben, fühlt sich an wie ein frischer Treffer vom Baseballschläger. Der meinte, dass wenn ich 5 Tage lang nicht gehe und es immer noch Probleme macht, dann wäre es Zeit für ein CT oder MRT. Ich weiß jetzt nicht mehr, was er meinte von beiden. Ich hoffe mal nichts mache, aber halt nur ohne Rucksack, dass es dann weg ist. Wenn es nicht so ist, dann habe ich mir da was eingefangen. Und ja, ob ich glaube, dass mir das Probleme macht auf den letzten 100, glaube nicht, hoffe nicht, um genauer zu sein. Ach, wie schnell latsche ich denn heute? Das ist mal die Frage. Ja, 5er Pace, das ist an sich ein bisschen wenig für einen Onkel Ben, aber es liegt daran, dass er so viel mit der Kamera redet und sich halt an Leuten vorbei fummeln muss. Muss natürlich ein bisschen auch darauf aufpassen, es gibt sowas wie Persönlichkeitsrechte und kann ich einfach fremde Menschen filmen und das sollte ich da je was draus machen, das dann einfach hochladen, ohne die zu fragen. Also so im Vorbeigehen geht das. Buen Camino. Okay, verstehen nicht immer das. Gut, die kann ich auch nicht helfen. Oh Mann, was für... Aber die Laune stimmt wieder. Schade, war ich ein bisschen zu spät dran. Die Kuh geht den Camino in die falsche Richtung, aber ziemlich gechillt. Mir schwant was. Es ist das linke Bein. Es wird mich nicht an Santiago ändern. Schade, dass ich das gerade nicht drauf habe. Innerhalb von Sekunden Sturm und Regen. Da musste gerade ratzfatz jeder Handgriff sitzen. Hier gibt es auch einige von denen, die waren dafür nicht vorbereitet. Aber gut, die haben auch keine echten Rucksäcke dabei. Verrückt. Jo, buen camino. Dachte gerade schon, wird langweilig. Ja, Regenschirm. Ja. Die Kolonne macht sich auf den Weg. Ziemlich beeindruckend. Wenn eine Windböe kommt, Tschüssikowski. Hier kann man sich als Peregrino, wenn man keinen Bock mehr hat, auch einfach nach rechts verabschieden. Dann war es das.
Also für Leute, die kein Blut oder kein Eiter sehen können, wird das gleich nichts. Ich habe hier eine Infektion hinten am Ohr. Hier habe ich Jod, hier habe ich eine Nadel. Das versuche ich jetzt aufzumachen. Und hier eine Gase. Ich hoffe, es gelingt. Es langweilt mich so sehr. Ich fresse die härtesten Antibiotika und so einen Blödsinn noch. Mein Gott, wie komme ich denn da ran? An sich sollte das mal lieber ein Arzt machen. Wie tief soll ich das Ding denn da reinstecken? Ja, geil. Gut, dann machen wir das mal ganz anders. Ja, so ist er halt, der Ben. Keine Sorge, ist nichts passiert. Ohr ist noch dran, sieht man ja, nicht nachmachen. Ich wollte hier auch niemandem dazu auffordern, dass THC harmlos ist. Ist es ganz und gar nicht. Gerade im jugendlichen Alter kann viel schief gehen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Kapitel. Adios und buon camino.